Schönen guten Abend und recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Soma. In der letzten Folge habe ich mich reichlich blöd bei einem Rätsel angestellt. Und wenn das in dem Tempo mit den Rätseln weitergeht, dann macht euch mal auf die längste Let's Play-Serie hier auf unserem Kanal gefasst. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta, at least that's what you said before the crash. That's what she said. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Aww. Isn't that part of the Omni tool? Look who's been paying attention. We have to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? Ja, The klar. toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on, I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Okay. Guess I have no choice. Oh, jetzt sind wir sogar mal bewaffnet hier im Spiel. Was ich aber krass finde, das war ja jetzt das erste Mal, dass es wirklich angesprochen würde. Scheinbar sind wir ja wirklich kein Mensch mehr. Sondern, also wir gehen halt jetzt fix davon aus, dass nicht mein kleinen Freund, nicht du, nein, nicht du. Dir tue ich das nicht an. Ich pack mir diesen anderen Typen, wo ist denn der jetzt? Nee, aber das ist zum ersten Mal angesprochen worden. Also wir sind scheinbar auch eine Maschine. Also ich finde das schon echt ein Novum. Das hat mir... Also ich finde so direkt wurde das ja nicht wirklich gesagt. Man konnte es natürlich annehmen. Es macht doch irgendwo Sinn, aber... Also wir wirken jetzt auch nicht wie ein Mensch, der über 100 Jahre alt ist, aber... Ist es dennoch? In so einem Nebensatz? Yeah, it'll do. Ah, come on. Einer noch, komm. Komm her. Ja. Jetzt ist mir sowieso auf den Sack gegangen. Aber wie krass wie auch drauf ist, also... Mach ihn einfach mal kalt. Wer sagt mir denn, dass das jetzt kein Mensch ist? This works. Beziehungsweise ist halt die Frage, ob das hier in dem Spiel überhaupt noch einen großen Unterschied macht, ob man ein Mensch ist oder eine Maschine. Also die Übergänge sind hier sehr fließend, sage ich mal. Okay. Thanks, Simon. Don't be mad, okay? We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? Ja, das frage ich It's mich just nämlich beginning to auch. Sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Ha. Einfach mal moralische Fragen komplett abgewiegelt. Auf die Arbeit konzentrieren. Thanks. Ja, das ist auch mal eine nette Art und Weise, transportiert zu werden.
Aber das ist wirklich eine gute Frage, weil die Übergänge sind ja wirklich fließend. Das ist halt wirklich so die zentrale Frage von dem Spiel. Was macht ein Mensch aus und sind wir, der Protagonist, überhaupt noch ein Mensch? Offensichtlich nicht. Und macht das Bewusstsein zum Beispiel einen Menschen aus? Weil Bewusstsein hatten die Maschinen ja scheinbar auch. You did really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dump bat, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the dump bat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer Schildkröte? human. Cool. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WOW. Is it the WOW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you Okay. soon. Die verheimlicht uns doch irgendwas. Was ich aber auch ganz interessant war, was er angesprochen hat, dass das Gehirn praktisch versucht, Dinge zu verarbeiten. Das ist teilweise, es ist ja auch absurd, wenn man praktisch sowas wie wenn man zum Beispiel einen Unfall hatte und das Gehirn versucht, mit solchen Dingen klarzukommen, dann werden, ich weiß, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee, ein besserer Vergleich, wenn man wirklich irgendwie, sag ich mal, großen psychischen Schaden genommen hat, von mir aus sowas wie eine Vergewaltigung oder sowas in der Richtung, wie das Gehirn versucht, das zu verarbeiten und dann teilweise Wahnvorstellungen projiziert, indem man zum Beispiel glaubt, dass es gar keine Vergewaltigung war. Also es ist schon absurd, wie das Gehirn versucht, einem irgendwie doch eine heile Welt vorzuspielen. Strasky, wake up Dr. Masters. We're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The WOW surgeon the number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Emma, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Okay. Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, der menschliche Verstand, der schafft das gar nicht wirklich, große Abnormalitäten zu verarbeiten. Also so Dinge, die wirklich so krass weit weg sind von dem Bild, wie wir uns das aufgebaut haben. Zum Beispiel, ich denke mir auch eher, wir selbst sind ja scheinbar ein Roboter. Aber kann es zum Beispiel sein, dass wir uns also wir haben ja am Anfang, haben ja unsere Hände und alles gesehen. Kann es sein, dass das auch nur Einbildung war? Dass wir uns praktisch einfach nur vorstellen, wie wir als Mensch aussehen, weil wir uns einfach nicht vorstellen können, eine Maschine zu sein.
find sowas eigentlich richtig geile Fragen. Also nicht geil in dem Sinne, dass mir das gerne passieren würde, aber es ist schon krass, über sowas mal nachzudenken. That's everything, right? Thank you, Catherine. Wait. Am I already here? Hallo? Who is that? Marc? Ja, eigentlich schon. No, we haven't met before. Is this Marc? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Ich habe gerade eine ganz furchtbare Vermutung. Wir haben am Anfang gesehen, oder gehört, wie einige der Techniker in der ersten Station, wo wir waren, von den Maschinen umgebracht wurden. Kann es sein, dass es praktisch I don't understand. ich verstehe schon, dass es die Scans von diesen Menschen halt eben waren, die sich praktisch selber umgebracht haben. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strohmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Aber das ist auch krass. Auch da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte es so verstanden, dass man praktisch so ein Abbild seiner Persönlichkeit oder seines Bewusstseins, oder kein Abbild, sondern dass man das praktisch von seinem Körper trennt. Aber man hat ja hier einfach tatsächlich so eine Kopie, wie so ein Backup einfach nur erstellt. Also das heißt, es laufen da einfach zwei mit dem gleichen Bewusstsein um. Was im Prinzip den Menschen an sich ja nochmal mehr abwertet. Weil man kann einen ja beliebig kopieren, wenn man möchte. Ist auch keine lustige Vorstellung. Komm. Achso, wahrscheinlich muss ich erst das hier betätigen, oder? Reicht das? Okay. Kann ich noch was machen? Nee. Kann ich es jetzt umlegen? Hallo. Geht das mal? Nee, geht nicht. Ah, jetzt. Warum auch immer das so geht. Moment. Alter, mein Mauspad geht gar nicht so weit runter. So. Ja, so cool es ist, sowas direkt zu steuern. Ab und zu ist es dann doch mal ein bisschen hackelig. Oh Mann. Wenn das jetzt ein Shooter wäre, käme gleich mal der Bossgegner hier raus. Ah, und dahinter ist noch ein Tor. Verdammter Mist. Na, okay. Gibt's ja auch Licht? Ah, scheinbar nicht. Oder vielleicht kann ich es hier einstellen. Ah. Omnitool schwenken. Na, wer sagt's denn? Uff.
habe das Gefühl, bei den Ladezeiten, da hängt das sich dann ab und zu mal auf, das Spiel. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Ja, super. Ja, um nochmal auf das Vorige zurückzukommen. So eine ähnliche Geschichte, also so praktisch auch mit Bewusstsein, das gescannt wird und die Frage, was ein Mensch überhaupt ist und was ihn ausmacht. Da kann ich jedem nur wärmstens den Anime oder den Manga von Ganz empfehlen. Also wer das schon mal gesehen hat, Ganz ist ganz hervorragend. Da wird halt im Prinzip auch eine ähnliche Frage gestellt. Da werden auch Menschen praktisch kurz vor ihrem Tod gescannt und irgendwo digitalisiert abgespeichert und können auch beliebig oft zurückgeholt werden. Sogar es geht halt auch irgendwann so weit, dass es praktisch tatsächlich so 2 identisch gleiche Menschen gibt, die einfach rumlaufen. Und das geht eigentlich tendenziell auch in die Richtung. Naja, das bringt nicht viel. Brauchen wir den Feuerlöscher? Na, nehmen wir mal den hier. Ach nee, Moment, so schmeißt man den nicht. Nein! Diese hackelige Steuerung. Nein! Nein, 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 komm her! Komm her, hab ich gesagt. Ja, ach, so geht das, okay. Kommen wir auch irgendwie rein? Ja. Ah, wenigstens Luft haben wir. Obwohl wir ja scheinbar keine Luft brauchen, so wie ich das verstanden habe. Habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Solange wie das hier in Betrieb ist, ob es da überhaupt noch gescheiten Sauerstoff gibt. Moment. Kann man hier irgendwas einschalten? Nee. Pathos. Ah, Moment. Ist Pathos 2 mitten im Ozean? Ja, natürlich ist es mitten im Ozean, aber also gar nicht mal so nah an irgendeiner Küste. Hä, der ist doch an der PC. Kann ich da nichts machen? Okay. Was haben wir hier? We're here? We're here! Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? Ja, That's gute a good Frage. question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's Heroic. at least it feels worth doing. Here Naja. we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's... It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Ah, jetzt geht der Rechner hier. Das ist doch schon mal was. Standortstatus. Theta, alle Systeme im Betriebsbereich. Hülle unter Schutz intakt, sogar 99%. Panzerung intakt. Lebenserhaltung, wow. Oh je, die KI ist also auch hier an Bord. Luft ist sauber, Temperatur 13 Grad. Ist okay, kann man ertragen.
Druck 2102 bar. Letzte Diagnose 16.01.2104. Karte, Hauptebene. Ja, hier sind wir, okay. Blackbox Beacon. Okay, ich denke mal... Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Okay, da müssen wir wahrscheinlich hin zu diesen ganzen Kreuzen. Personal, Täterzentrale. Alvaro Emma. Astrodynautik-Expertin. Robin Bass, Außendiensttechnikerin, verstorben. Chun Catherine, Geheimdienst, Systemingenieur. Wissen wir ja, wo sie ist. Dorian Kronstedt. Vor allem Geheimdienst, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Verwaltung Leiter, verstorben. Davis, Jessica, Stationsingenieurin, verstorben. Defrin Joaquin, Außendiensttechniker. Sean Evans, Außendiensttechniker. Fisher Martin, Wrangler, verstorben. Caribbean Keen, Aufseher. Frost Matthew, Biometrik-Experte. Jasper Hill, Systemkoordinator, vermisst. Nikolai Schavin, Systemarchitekt, vermisst. Komorebi Maggie, Ersthelferin. Guy Conrad, Robotertechniker, verstorben. Costa Alice, Nutzlastverwalterin. Sarah Lindwell, Nutzlasttechnikerin, vermisst. Nadine Masters, Ärztin. Ian Patterson, Softwareingenieur, vermisst. Morgan Reed, Mechatronikingenieurin, okay, vermisst. Marc Sarang, Geheimdienstanalyst, verstorben. Ja, die draußen hat uns ja auch nach Marc gefragt. Peter Stratsky, Disponent. John Strohmeyer, Sicherheitsdienst. Tabo Richard, Mechatronikingenieur. Heather Wojcik, Standort Servicetechnikerin. Oh Gott, es gibt auch noch Gäste. Jade Adams, Chief Factor Y. Mariska Davio. Wisst ihr was? Ich lese jetzt alle mal nicht vor. Ich schaue noch, ob mir irgendein Name jetzt mal so gerade ins Auge springt. Wie wir schon mal gehört haben. Jetzt spontan nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Vielzahl an Gästen, falls ihr euch das gefragt habt. Okay. Was haben wir denn eigentlich hier? Ah, mehr Licht. Ja, die Tür hatte ich hier nämlich schon übersehen. Und toll, bringt einem auch nichts. Ansonsten ist hier nichts mehr, oder? Nee. Können wir wieder rausgehen. Okay. Da kommen wir her. Da oben. Geht's da weiter? Nee, oder geht's hier weiter? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Omnitur schwenken. Hätte ich mal besser mitgenommen, was? Okay, jetzt geht's hier weiter. Vielen Dank, Herr Fön. Ja, aber was sich hier verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.